At present, electronics is developed primarily focusing on its function. We want it, faster and brighter and better. The circuit board is normally made with glass fibers and epoxy, and it's made to be so stable that it practically never biodegrades. Was hier wichtig ist, ist, dass die Nutzer, die jetzt im Netz sind, nicht mitkriegen, dass wir Basisstationen an- und ausschalten. Ein wesentliches Element ist die Skalierung und die Miniaturisierung. Derzeit werden die kleinsten Transistoren im 2-Nanometer-Bereich hergestellt. Eine sehr langfristige Herausforderung ist der Fachkräftemangel. We believe that another aspect has to be integrated into the development of electronics, and that's responsibility. Autos, Kühlschränke und natürlich Handys. In allen elektronischen Geräten, die wir tagtäglich benutzen, stecken mikroskopisch kleine Chips. Mikroelektronik ist winzig und trotzdem absolut entscheidend dafür, dass unser modernes Leben so funktioniert, wie es funktioniert. Ohne gäbe es kein Mobilfunk, Herzschrittmacher, Satelliten und auch dieses Video hier könntet ihr gerade nicht schauen. Die große Frage unserer Zeit dabei ist, wie wird Mikroelektronik einerseits immer leistungsfähiger und gleichzeitig auch nachhaltiger? Und welche Trends entwickeln sich im Moment in der Halbleitertechnologie? Die Zukunft der Mikroelektronik wird auch in Dresden mitgestaltet. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Region zu einem der wichtigsten Standorte für Mikroelektronik in Europa entwickelt. Jeder dritte Chip, der in Europa gefertigt wird, ist Made in Saxony. Darüber, welche Bedeutung das für die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts Dresden hat, habe ich mit Olga Tkatsch von der Professur für VWL, insbesondere Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung gesprochen. Die Chip- und Halbleiterindustrie hat eine sehr lange Tradition an dem Standort Dresden. Dabei positioniert sich der Standort Dresden als ein wichtiger Akteur und ein wichtiger Produktionsstandort in der Mikroelektronik. Die hier angesiedelten Unternehmen schaffen nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Dresden. Und dabei entstehen auch Agglomerationseffekte, denn zusätzliche Investoren, Zulieferer, Dienstleister, aber auch andere wichtige Aktoren nach Dresden ziehen. Agglomerationseffekte entstehen dann, wenn an einem bestimmten Standort sehr viele Akteure ansiedeln, zum Beispiel verschiedene Unternehmen, die wichtig ist für einen bestimmten Produktionsprozess. Viele Unternehmen sind angesiedelt an bestimmten Standorten und haben sehr kurze Interaktionswege, aber auch zusätzlich zum Beispiel die Forschungseinrichtungen, die Hochschulen. Ein Beispiel für solche Agglomerationseffekte ist Silicon Saxony. Mit über 650 Unternehmen und Einrichtungen ist es das größte Mikroelektronik-Cluster Europas. Die Ansiedlung von Firmen der Halbleiterindustrie sorgt dafür, dass sich Zulieferunternehmen niederlassen, die die Region wiederum für weitere große Unternehmen attraktiv machen. Dabei schafft die Mikroelektronikindustrie in Dresden und Umgebung immer mehr Arbeitsplätze und zieht auch hochqualifizierte internationale Fachkräfte an. Das bringt viel Vielfalt und Dynamik auch am Standort Dresden, aber auch insgesamt der Region. Die Wissen, die dabei entstehen, durch die Anziehung von internationalen Fachkräften, die neue Ideen bringen, neues Know-how nach Dresden bringen. Für die Ausbildung von Fachkräften ist von besonderer Bedeutung, dass die Industrie, Hochschulen, aber auch die Forschungseinrichtungen sehr konzentriert sind oder sehr gut genetzwerkt sind. Und das ist an dem Standort Dresden mit der Exzellenzuniversität TU Dresden und ihre gute Verbindung zu der Industrie sehr gut sichergestellt. Über diese enge Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Industrie in Dresden habe ich auch mit Professorin Jana Weinshoff am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung gesprochen. Sie ist die Leiterin des neuen TUD-Exzellenzclusters Responsible Electronics in a Climate Change Era. Ich habe mit ihr darüber geredet, warum Dresden der perfekte Standort für die Forschung an nachhaltiger Mikroelektronik ist. We have an amazing opportunity to bring together scientists from different fields to enable this holistic approach towards responsible electronics. So to give you an example, of course, we have natural scientists like chemists and physicists. We also have engineers, electrical engineers, computer scientists, but all the way to social sciences, economics, and environmental sciences. And this is really enabled by the fact that TU Dresden and also the partners in our local environment have this expertise across these multiple fields. And the second great advantage is, of course, we are located in Silicon Saxony.
So we have collaborators and strong partners from the industry who are really interested in the developments of our cluster REC Square so that they could actually bring it to the market. Die Grundlage für die Zukunftsforschung des Exzellenzclusters REC Square wurde schon vor Jahrzehnten geschaffen. Mehr darüber weiß mein Kollege Karl. Dresden und Mikroelektronik, das ist eine Verbindung mit langer Geschichte. Und das prägende Gesicht dieser Entwicklung, das ist Werner Hartmann. Er gilt als Begründer der Mikroelektronik in Sachsen. Deshalb wurde dieses Gebäude der TUD auch nach ihm benannt, der Werner-Hartmann-Bau. Und hier wird, wie sollte es anders sein, an der Zukunft der Mikroelektronik geforscht. Wie Silicon Saxony seinen Anfang genommen hat, das kann man hier in den Technischen Sammlungen Dresden sehen. 1958 wurde in den USA der erste Mikrochip gebaut. Werner Hartmann, eigentlich Kernphysiker, erkannte sofort das Potenzial. Er gründete die Arbeitsstelle für Molekularelektronik und entwickelte mit seinem kleinen Team 1968 den ersten Festkörperschaltkreis der DDR. Der C10 war damals mit 7 Transistoren ausgestattet. Nur mal zum Vergleich: Die neuesten Chips heute verfügen über mehrere 100 Millionen Transistoren. Der größte Erfolg der DDR-Mikroelektronik, der U61000, von der Presse gefeiert als Megabit-Chip. Damals wie heute liegt das Zentrum der Dresdner Mikroelektronik im Norden der Stadt, nämlich in Klotzsche. Und hier direkt hinter mir, da befand sich die Arbeitsstelle Molekularelektronik, die dann später Zentrum Mikroelektronik Dresden hieß und bis 1990 auf 3.300 Angestellte wuchs. Mit der Wende wurde Dresden dann zum Mikroelektronik-Cluster erklärt und das mit Erfolg. Mit Siemens, was heute Infineon ist, und AMD, jetzt GlobalFoundries, siedelten sich gleich 2 Schwergewichte an. Gerade wird diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. 2021 entschied sich Bosch, ihre neue Halbleiterfabrik in Dresden zu errichten, und seit 2024 baut der taiwanesische Chiphersteller TSMC eine neue Megafab. Und auch Infineon baut gerade die Produktionskapazitäten aus. Schon jetzt ist Dresden einer der wichtigsten Standorte in der europäischen Chipproduktion. Mit den neuen Fabriken könnten bald noch mehr Chips made in Saxony ihren Weg in die Anwendung finden. Und dass die Entwicklung so ist, wie sie gerade ist, das hat eben sehr viel mit diesem Mann hier zu tun. Die Ansiedlung von zahlreichen Firmen sorgt für sogenannte Spillover-Effekte. Das bedeutet, dass Wissen nicht nur innerhalb einer Branche oder eines Industriezweigs bleibt, sondern sich auch auf andere Bereiche, Unternehmen oder Forschungseinrichtungen ausbreitet. Trotz neuer Ansiedlungen und wachsender Produktionskapazitäten steht der Standort Dresden natürlich auch vor Herausforderungen. An jedem Zeitpunkt sind die Herausforderungen sehr unterschiedlich. Zum Beispiel zu Beginn sind diese Investitionskosten, die sehr hoch sind. Später im Laufe der Produktion gibt es die Unsicherheiten, vor allem internationale Unsicherheiten, die mit Lieferengpässen verbunden sind oder gewisse Schwankungen in den Kapital- und Finanzmärkten oder auch geopolitische Spannungen. Eine sehr langfristige Herausforderung ist der Fachkräftemangel. Wie wir diesem Problem begegnen können und welche Maßnahmen dagegen auch an der TU Dresden ergriffen werden, darum soll es später noch gehen. Bevor wir über dieses Thema sprechen und auch darüber, wie die Mikroelektronik der Zukunft nachhaltiger wird, sollten wir erstmal ein paar Grundlagen legen. Was sind überhaupt Halbleiter und welche Bedeutung haben sie für die Mikroelektronik? Halbleiter sind Materialien mit besonderen Eigenschaften. Sie verbinden die leitenden Eigenschaften der Metalle mit den nicht leitenden Eigenschaften der Isolatoren. Und genau das macht sie auch so besonders, denn ihre Leitfähigkeit lässt sich gezielt steuern. Diese Eigenschaften können beeinflusst werden, zum Beispiel durch elektrische Felder, durch Lichteinfall. Es lassen sich hervorragend Schalter daraus bauen, die elektrisch geschalten werden können. Das war Stefan Slesasek vom NAMLab. Die Non-Profit-Forschungseinrichtung, ein Tochterunternehmen der TU Dresden, entwickelt im Auftrag der Dresdner Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie neue Materialien für die Mikro- und Nanoelektronik und auf ihnen basierende Schaltkreise. Ganz zentral für solche Schaltkreise sind eben diese Schalter auf den Halbleitern, die Transistoren. Viele solche Transistoren können zusammen auf einem Halbleitersubstrat integriert werden und ergeben dann eine elektronische Schaltung. Und diese elektronische Schaltungen, die können natürlich die verschiedensten Algorithmen übernehmen. Wir können rechnen, wir können analoge Schaltungen für Sensorsignalverarbeitungen herstellen. Und sie sind damit das grundlegende Element für die Mikroelektronikindustrie.
Auf den modernsten Mikrochips befinden sich mittlerweile Milliarden von Transistoren auf kleinstem Raum. Sie sorgen dafür, dass mikroelektronische Bauteile immer leistungsfähiger werden. Ein wesentliches Element der Halbleiter-Technologieentwicklung ist die Skalierung. Das heißt, die Fertigung immer mehr Bauelemente auf einem Substrat und die Miniaturisierung. Das ist erforderlich, um natürlich immer mehr Funktionalität in die Elektronik reinzubringen, aber auch um die Schaltung immer effizienter, immer schneller arbeiten zu lassen. Deswegen ist eigentlich auch die Miniaturisierung der Bauelemente, der Treiber und der Mikroelektronikentwicklung. Derzeit werden die kleinsten Transistoren im 2-Nanometer-Bereich hergestellt. Diese Miniaturisierung in der Mikroelektronik sorgt auch dafür, dass neuartige Chips und Bauteile immer energieeffizienter und damit auch nachhaltiger werden. Man kann sich das vorstellen, um einen Transistor zu schalten, muss man eine gewisse Ladung auf das sogenannte Gate des Transistors schieben, den auch wieder entladen. Das heißt, es müssen Ströme fließen. Und wenn ich alles miniaturisiere, kann ich die gleiche Funktionalität natürlich mit weniger Energieaufwand erreichen. Doch nicht nur die fortschreitende Skalierung in der Mikroelektronikindustrie sorgt für mehr Energieeffizienz. Die Anwendungen selbst, die auf moderner Mikroelektronik basieren, tragen maßgeblich zu mehr Nachhaltigkeit bei. Neben der Steigerung der Energieeffizienz der Schaltung selber ist natürlich extrem wichtig, dass diese neuartigen Bauelemente und Schaltungen, die aus der Mikroelektronik heraus entwickelt werden, auch in neuen Anwendungen Nutzen bringen. Da kann man sich schon die Photovoltaikindustrie, ein Wechselrichter, der zum Beispiel den Gleichstrom, der aus einer Photovoltaikanlage kommt, in Wechselstrom umrichtet, wäre ohne Halbleitertechnologie nicht möglich. Auch wenn immer kleinere Bauteile energieeffizienter arbeiten und Halbleiteranwendungen dort eingesetzt werden, wo sie aktiv zu Nachhaltigkeit, Energiewende und Klimaschutz beitragen, gibt es ja noch ein weiteres Thema. Durch die fortschreitende Digitalisierung und den wachsenden Bedarf an modernen elektronischen Produkten werden immer mehr Halbleiter benötigt. Da stellt sich ja zwangsläufig die Frage, wie nachhaltig ist die Halbleiterindustrie selbst? But at present, electronics is developed primarily focusing on its function. Of course, we want it, faster and brighter and better. And from the industry perspective, of course, it's also focusing on profit. And we in the cluster Responsible Electronics and the Climate Change Era believe that another aspect has to be integrated into the development of electronics, and that's responsibility. Responsibility to the society and the responsibility to the environment. Denn einerseits wird Mikroelektronik zwar zunehmend smarter und effizienter, andererseits verbraucht die Herstellung von Chips selbst eine Menge Ressourcen. So hat sich der weltweite Energiebedarf der Halbleiterbranche in den letzten Jahren mehr als verdoppelt und manche Werke verbrauchen bis zu 38 Millionen Liter Wasser am Tag. Für die Fertigung von Chips können außerdem bis zu 300 verschiedene Chemikalien zum Einsatz kommen. Materials and processes are crucial because this is the first step. We need to identify the materials that will be more responsible, develop them, design them, and then find ways to process them into electronic devices that even the processes themselves have to be responsible in terms of the energy consumption, in terms of the type of toxic materials that are used to help with the processing. Giftige Materialien, die Jana Weinshoff hier anspricht, werden derzeit auch in Solarzellen verbaut. Das gilt auch für die besonders vielversprechenden und effektiven Perovskit-Solarzellen, an denen sie und ihr Team forschen. In my research, we are focusing on development of photovoltaic devices and specifically on development of materials and processes that make these solar cells more green. And so in my group, we had developed a methodology to replace these toxic solvents with green solvents. Solvents that originate, for example, from the food industry. So they're completely safe for humans, completely safe to the environment, and we are able to use such green solvents to make efficient solar cells. Der Herstellungsprozess und die verwendeten Materialien sind aber nur eine Stellschraube, um die Halbleiterindustrie nachhaltiger zu machen. Ein weiteres großes Problem, mit dem die Branche in puncto Nachhaltigkeit zu kämpfen hat, ist die stetig wachsende Menge an Elektroschrott, die weltweit jeden Tag anfällt. An einer Lösung für dieses Problem arbeiten andere Forschungsgruppen der TUD. Dr. Rakesh Nair und sein Team von Leaftronics am Institut für angewandte Physik zum Beispiel. When you look at your mobile phone, you see a board, a circuit board. This board itself has problems in terms of sustainability, biodegradation.
So the circuit board that we use, it's called an FR4 board, the green board that all of us are very familiar with. And this is normally made with glass fibers and epoxy. And it's made to be so stable, chemically so stable that it practically never degrades or biodegrades. Auf diesen Platten werden die Leiterbahnen aus Kupfer und mikroelektronische Bauelemente wie Chips fest verlötet. Oft können diese Teile dann nicht mehr recycelt werden. Jährlich fallen weltweit etwa 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Bis zum Jahr 2030 wird sogar eine Menge von fast 75 Millionen Tonnen prognostiziert. We don't know where it goes. 22% of it we know has been recycled, but 78% of it is just untracked. Its whereabouts are unknown, probably ends up in the oceans, eventually into the ecosystem. The other side of the problem is that the components themselves that we use, they are based on silicon technology. And when it's based on silicon crystals, there is no way for them to also biodegrade or degrade in any way whatsoever. And the solution to that is maybe moving towards organic electronics for the components, and the solution to the boards themselves might be something that we are working on at IAPP called Leaftronics. Leaftronics forscht daran, die Struktur von natürlichen Blättern als Alternative für die herkömmlichen Leiterplatten zu nutzen. Eine Alternative, die biologisch abbaubar ist und so dafür sorgt, dass auch die elektronischen Bestandteile auf den Leiterplatten wiedergewonnen werden können. Die Blattskelette, die Leaftronics nutzt, bestehen aus Lignocellulose, eine Verbindung aus Lignin und Zellulose. Besonders das Lignin ist dabei interessant, da es eines der thermisch und chemisch stabilsten Materialien ist, die in der Natur vorkommen. What we found out recently is that the quasi-fractal structures in leaves, they can be brought together and they are very good at sequestering materials, biodegradable materials, even things like gelatin. And tests have shown that even at high temperatures where these materials would normally just melt and flow away, this quasi-fractal framework keeps everything together. So what we need is thermal stability, chemical stability, CTE values that match copper on top. And we are seeing that this structure actually allows us to achieve this kind of values. Leiterplatten sind nur ein Aspekt davon. Vom einzelnen Transistor bis zur Batterie gibt es noch viele weitere Bestandteile von Handys, Computern und anderer Elektronik, die nachhaltiger werden sollen. We can develop organic capacitors over here, organic supercapacitors, for example. Another building block would be a battery, and we can develop organic degradable batteries, for example. So that's the component level research that we are doing over here. And Leaftronics is just one supporting structure in this entire edifice of research. Solche nachhaltigen Ansätze für einzelne Bauteile zeigen schon, was alles möglich ist, um Mikroelektronik umweltfreundlicher zu machen. Nachhaltigkeit entsteht aber nicht allein durch den Einsatz neuer Materialien. Sie beginnt auch dort, wo Geräte und Systeme täglich eine Menge Energie verbrauchen. Und das betrifft vor allem die großen Strukturen, die wir rund um die Uhr zur Kommunikation nutzen, die Mobilfunknetze. Und genau da setzt auch das Forschungsprojekt D'accord an. Ich habe mich mit Robert Kremer darüber unterhalten, welche Rolle Mikroelektronik bei der Energieeffizienz von Mobilfunknetzen spielt. Grundsätzlich ist die Mikroelektronik in dem gesamten Netz vertreten. Das fängt auf der höchsten Netzebene an, wo die Server das Rückgrat des Netzes bilden, überall Prozessorchips drin, und geht dann immer weiter in das Netz rein. Erst kommt die Verteilung zu den Basisstationen, und in den Basisstationen müssen dann die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt werden und dann für die drahtlose Übertragung prozessiert werden. Dafür wird sehr viel Strom benötigt. Die mobile Datenkommunikation hat im Jahr 2025 2,8 Terawattstunden verbraucht. Das entspricht etwa 25% der Energie von ganz Berlin im gleichen Zeitraum. Und wir forschen jetzt im D'accord-Projekt hier bei uns daran, dass wir die Basisstationen ausschalten, wenn sie gerade nicht genutzt werden. Also zum Beispiel nachts, wenn viele Leute schlafen, brauchen wir nicht so viel Datendurchsatz im Netz. Wir reden hier von ersten Studien, die da zeigen, dass wir 40-50% an Energie wirklich einsparen können, was ja wirklich sehr viel wäre. Was hier wichtig ist, ist, dass die Nutzer, die jetzt im Netz sind, nicht mitkriegen, dass wir Basisstationen an- und ausschalten. Und dafür haben wir eben daran geforscht, dass wir innerhalb von 50 Nanosekunden unsere Verstärker an- und wieder abschalten können und so einen Ruhezustand erreichen, der wirklich effizient das Netz verbessern kann. Diese Verstärker finden aktuell ihren Weg in die industrielle Anwendung, denn viele Mobilfunkanbieter wollen ihren ökologischen Fußabdruck verringern und Energie einsparen.
Und spätestens, wenn dann der Mobilfunkstandard 6G kommt, gehe ich davon aus, dass diese Ruhezustände fest in den Standard integriert sind. Man sieht also, die Technologie selbst wird immer smarter. Nachhaltigkeit in der Mikroelektronik hat also viele verschiedene Facetten. Es beginnt bei immer kleineren und energieeffizienten Chips, bei nachhaltigen Leiterplatten und anderen verwendeten Materialien und endet bei den Anwendungen, die selbst zu einem niedrigeren Energieverbrauch beitragen. Um mit dieser rasanten Entwicklung Schritt zu halten, braucht es auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte und junge Menschen, die Lust auf Elektronik haben. Ganz konkret arbeiten wir hier auch wieder in dem Projekt EKI Saxony mit Gymnasien oder aber auch jungen Studenten zusammen und gehen dorthin, unsere Demonstratoren zu zeigen, die wir entwickelt haben hier am Lehrstuhl, die dann nachhaltige und energiesparende Elektronik demonstrieren. Als Beispiel kann man hier unsere Zitronenfunk-Demo nennen. Da haben wir einen Aufwachempfänger entworfen, der so wenig Energie verbraucht, dass man den mit der Potentialdifferenz der Zitronensäure betreiben kann, und damit gehen wir dann eben an Schulen, zeigen diese angewandte Forschung und können so nachhaltig junge Leute für die Elektronik begeistern. In Dresden finden Studierende und AbsolventInnen auf diesem Gebiet die optimalen Voraussetzungen. Mit Silicon Saxony, den vielen großen Unternehmen aus der Halbleiterindustrie und zahlreiche Startups in der Region. Um die Branche auch weiterhin zu stärken, ist es notwendig, Fachkräfte und damit auch Unternehmen in Dresden zu halten. Das ist natürlich möglich, indem man den Fachkräften signalisiert, welche Vorteile am Standort Dresden und gesamte Region Sachsen vorhanden sind. Zum Beispiel durch die sehr enge Vernetzung zwischen Industrie, aber auch Forschungseinrichtungen, dass es auch sehr praxisorientierte Forschung möglich ist und ein sehr anwendungsnahen Lernen auch vorhanden ist. Ein Beispiel für Praxisorientierung im Studium ist das Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan mit dem Chiphersteller TSMC. Mit dem Programm können Studierende für ein Praxissemester nach Taiwan gehen. Die Chip- und Halbleiterindustrie kann als ein wichtiger zentraler Treiber des wirtschaftlichen Wachstums Dresden wirken. Sie schafft konzentrierte Wertschöpfung, zieht die Zulieferer, Dienstleister, Investoren an und erhöht die Wirtschaftsproduktivität des Standorts. Wirtschaft und Wissenschaft profitieren in Dresden voneinander. Das sorgt dafür, dass Forschungsergebnisse aus der TUD und den umliegenden Einrichtungen des Wissenschaftsnetzwerks in die Anwendung kommen. We of course do the fundamental science to enable sustainable electronics, but we also do the transfer of our knowledge to industrial applications so we can have a greater impact. And I definitely believe that responsible electronics is the future. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge der guten Frage. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann könnt ihr uns auch gleich ein Like und ein Abo dalassen. Wenn ihr noch nicht genug habt von der guten Frage, dann kommt ihr hier zur letzten Folge zum Thema Energiewende und hier unten erfahrt ihr etwas über sensorgestützte digitale Physiotherapie. Die wäre so ohne Mikroelektronik übrigens auch nicht möglich.